An einem der kühlen Herbsttage, als die Küste vom Ozean in leichten Nebel gehüllt war, beschloss unser Held, ein leidenschaftlicher Taucher und Forscher, zu seiner liebsten Unterwasserjagd aufzubrechen. Er verbrachte viele Stunden damit, zwischen Korallenriffen und alten Schiffswracks zu schwimmen, die so manche Geheimnisse verbargen. Doch an diesem Tag hatte er so viel Glück wie nie zuvor. Tief unter Wasser, zwischen den Sandbänken, blitzte etwas Ungewöhnliches auf. Ein Gegenstand, der funkelte, als wäre er aus einem Metall gefertigt, das weder Zeit noch Korrosion etwas anhaben konnten. Der Gegenstand sah aus wie eine massive, kunstvoll verzierte Truhe, die teilweise im Sand vergraben war. Trotz seines Gewichts und seiner Größe setzte der Mann, ohne seinen Enthusiasmus zu verlieren, alle Kräfte daran, den Fund an die Oberfläche zu bringen. Die Schwierigkeiten schreckten ihn nicht ab. Im Gegenteil, sie befeuerten nur seinen Entdeckerdrang. Er spürte, wie sein Herz mit jedem Moment schneller schlug, denn es schien ihm, als stünde er am Vorabend von etwas Großartigem. Als die Truhe schließlich am Ufer lag, umgeben von Meerschaum und Dünen, wurde dem Taucher klar, dass sich all die Mühe gelohnt hatte. Die geschnitzten Muster an den Seiten erinnerten an uralte Symbole, die er schon oft in Büchern über vergessene Zivilisationen gesehen hatte. Die Zeit schien stillzustehen. Mit leicht zitternder Hand berührte er den Deckel und spürte, wie er dem Druck nachgab. Doch die Entschlüsselung des Geheimnisses hatte gerade erst begonnen. Als er nach seinen Werkzeugen griff, um das Schloss vorsichtig zu öffnen, stellte sich der Held vor, was sich wohl darin befinden mochte. Eines war klar, dies war nicht einfach nur ein Schatz, sondern etwas weitaus Geheimnisvolleres und Älteres, als er es sich je hätte vorstellen können. Aber was genau verbarg sich in diesem uralten Artefakt? Auspacken. Schatz oder Falle? Voller Vorfreude und Vorsicht beugte sich unser Held über die Truhe und betrachtete aufmerksam das kunstvolle Schloss. Es war im Stil alter Meister gefertigt, mit komplexen Mechanismen und Mustern, die scheinbar vor ihrem Zweck warnten. Die Sonne war noch nicht hoch am Himmel und ihre Strahlen warfen bizarre Schatten, die auf der Oberfläche der Truhe spielten. Der Mann zog ein kleines, aber zuverlässiges Dietrich-Werkzeug hervor und begann den Atem anhaltend mit der Arbeit. Nach einigen Minuten angespannter Arbeit gab das Schloss nach und der Deckel der Truhe öffnete sich mit einem leichten Knarren. Staub und Meeresluft füllten schnell den Innenraum und legten den Inhalt frei. Das erste, was ins Auge fiel, war eine Karte, auf der geheimnisvolle Orte und Symbole abgebildet waren. Doch das war nur ein Teil des Schatzes. Unter der Karte lag ein altes Manuskript, sorgfältig zusammengerollt und mit einem dünnen Lederband verschnürt. Das Papier schien unglaublich brüchig zu sein, doch die Schrift darauf wirkte erstaunlich klar. Vorsichtig rollte der Mann das Manuskript auf und entdeckte seltsame Symbole anstelle der gewohnten Buchstaben und Wörter. Sein Herz schlug schneller, doch er wusste, dass er vorsichtig sein musste. Vor ihm konnte sowohl ein unglaublicher Fund als auch eine geschickt getarnte Falle liegen. Schnell rollte er die Karten und das Manuskript wieder zusammen und versank in Gedanken darüber, wohin ihn diese Entdeckung führen würde. Die bevorstehenden Nachforschungen versprachen nicht weniger spannend zu werden als die Entdeckung selbst. Auch wenn sich am Horizont dunkle Wolken zusammenzogen, entfachte sich in seiner Seele das Feuer des Abenteuers. Nun galt es für ihn herauszufinden, was diese Karte verbirgt und welche Geheimnisse diese vergessenen Seiten bewahren. Doch bevor er mit der Entschlüsselung beginnen konnte, musste er einen Spezialisten finden, der ihm helfen würde, das Geheimnis der alten Sprache zu lüften. Vergessene Seiten der Vergangenheit. Mit den Schätzen in der Hand eilte der Mann in das nächstgelegene Dorf, in der Hoffnung, jemanden zu treffen, der Licht in diese rätselhaften Schriftzeichen bringen konnte. Er verpackte das Manuskript und die Karte sorgfältig, um sie vor Regen und Wind zu schützen. In dem Dörfchen, das voller alter Gebäude und gemütlicher Gassen war, stieß er bald auf einen kleinen Buchladen. Dessen Besitzer, ein älterer Mann namens Edgar, fiel sofort dadurch auf, dass er, wie sich herausstellte, über ein beachtliches Wissen über Altertümer verfügte. Als Edgar von dem Fund erfuhr, hob er mit sichtlicher Begeisterung seine runden Brillen an und vertiefte sich in den Text. Er war erstaunt. Die Sprache, die in der Handschrift verwendet wurde, gehörte zu einer wenig bekannten Zivilisation, die vor Jahrtausenden existierte. Solche Texte waren selten und wertvoll. Mit einer kleinen Bibliothek und alten Folianten in seinem Laden machte sich Edgar daran, den Schlüssel zur Entschlüsselung zu finden. Bald stellte sich heraus, dass einige der Symbole Ähnlichkeiten mit ihm bekannten Zeichen aufwiesen, die auf heiligen Reliquien verwendet wurden und möglicherweise auf den Standort eines alten Tempels hinwiesen. Doch selbst für Edgar war die Entschlüsselung keine leichte Aufgabe. Der Text enthielt zahlreiche rätselhafte Elemente. Der Fund erregte bald die Aufmerksamkeit lokaler Historiker, und ihrer Gruppe schloss sich ein junger Wissenschaftler an, der sich auf die Erforschung alter Sprachen spezialisiert hatte. Während sie gemeinsam arbeiteten, wurde unserem Helden immer mehr bewusst, wie einzigartig seine Entdeckungen waren. Doch mit jedem neuen Symbol tauchten auch neue Fragen auf. Welches Geheimnis verbirgt sich in diesem Manuskript? Vor ihm lagen erstaunliche Entdeckungen und neue Bekanntschaften, die den Verlauf ihrer Suche verändern konnten.
Die Spannung wuchs immer mehr, und der Mann wusste, dass noch viele erstaunliche Momente auf ihn warteten, die besondere Aufmerksamkeit und Ausdauer erfordern würden. Vor ihm lag eine Karte, die ins Unbekannte führte und vielleicht noch mehr Rätsel enthüllen würde. Die Entschlüsselung der Sprache, der Schlüssel zum Geheimnis. Die Schätze, die auf dem Meeresgrund gefunden wurden, brachten eine unerwartete Entdeckung, als unser Held Edgar, einen Kenner von Altertümern, um Hilfe bat. Der Buchladen mit seinen staubigen Regalen und geheimnisvollen Folianten wurde zum Ausgangspunkt für die Entschlüsselung der alten Sprache. Der betagte Edgar, aufgeregt über die Neuigkeit, studierte das Manuskript aufmerksam. Seine Augen leuchteten auf, als er eine seltene Sprache erkannte, die selbst in den ältesten Handschriften kaum vorkommt. Bald schloss sich ihnen ein junger Wissenschaftler an, der in der Lage war, die sprachlichen Nuancen zu verstehen. Gemeinsam suchten sie nach Schlüsseln zum Verständnis des Textes, blätterten durch die Seiten alter Folianten und verglichen die Symbole mit ihnen bekannten Zeichen. Es war keine leichte Aufgabe, denn die Sprache enthielt eine Vielzahl unbekannter Elemente. Jedes gefundene Symbol warf neue Fragen auf, und die Entschlüsselung der Sprache wurde immer faszinierender und komplexer. Im Verlauf der Arbeit stellte sich heraus, dass die Symbole mit Reliquien aus uralten Zeiten verbunden waren, die auf den Standort eines vergessenen Tempels hinweisen konnten. Während die drei Männer in die Geheimnisse der alten Sprache eintauchten, wurde unserem Helden klar, dass die gefundenen Artefakte wichtige historische Informationen enthalten konnten, die ihr Verständnis der Vergangenheit verändern würden. Die Abende, die sie mit dem Studium verbrachten, brachten ständig neue Entdeckungen. In ihren Händen hielten sie die Schlüssel zur Lösung des Rätsels, doch vor ihnen lag noch eine geheimnisvolle Reise. Die Karte, die ins Unbekannte führte, lockte sie und versprach, noch mehr Geheimnisse zu enthüllen, die die Geschichte verändern könnten. Mit jedem Schritt kamen sie der Lösung des großen Geheimnisses näher, doch noch spannendere Entdeckungen und Prüfungen warteten auf sie. Die Karte, die ins Unbekannte führte. Während das Team weiterhin die rätselhafte Sprache zu entschlüsseln versuchte, konnte unser Held nicht aufhören, über die Karte nachzudenken, die scheinbar noch tiefere Geheimnisse verbarg. Die handgezeichneten Linien kreuzten sich so chaotisch, dass es schwer war zu erkennen, welche Länder oder Gewässer sie beschrieben. Doch ein Symbol stach besonders hervor, ein Stern, der nur unter einem bestimmten Betrachtungswinkel sichtbar war und von Kreisen unterschiedlicher Größe umgeben wurde. Dies war ein Schlüsselpunkt, der eindeutig auf etwas Wichtiges hinwies. Edgar, dem das auffiel, erinnerte sich an alte Legenden, in denen von einer verlorenen Insel die Rede war, die viele über Jahrhunderte hinweg zu finden versuchten. Man glaubte, dass diese Insel unermessliche Schätze und uralte Relikte verbarg, die in der Lage waren, den Lauf der Geschichte zu verändern. Der junge Wissenschaftler teilte seine Überlegung mit, dass die Karte vielleicht nicht von Menschenhand aufgezeichnet worden war, sondern möglicherweise ein Erbe einer längst untergegangenen Zivilisation darstellte. Inspiriert von diesen Gedanken beschlossen die drei Männer, sich auf die Suche zu machen. Sie bereiteten sich sorgfältig vor und sammelten alles Notwendige für die gefährliche Reise. Navigationsgeräte, Vorräte an Essen und Wasser sowie die Aufzeichnungen früherer Expeditionen, die bereits versucht hatten, dieses Geheimnis zu lüften. Der Held, der den Plan auf der Karte skizzierte, versetzte alle in gespannte Erwartung der neuen Expedition und kehrte immer wieder zu dem Gedanken zurück, dass das Schicksal sie zu einer großen Entdeckung dränge. Gemeinsam versammelt machten sie sich auf den Weg, der voller Prüfungen und Rätsel war. Sie erwartete eine Reise ins Unbekannte, bei der jeder Schritt entweder zum lang ersehnten Sieg oder zu einer unbekannten Gefahr führen konnte. Jeder Tag auf See brachte sie dem Punkt auf der Karte näher, und die Erwartungen wuchsen mit den Wellen. Die Karte, die ins Unbekannte führte, war nicht einfach nur ein Stück Papier. Sie barg den Schlüssel zu einem jahrhundertealten Geheimnis, und nun galt es, diesen zu finden. Das erste Rätsel. Die Reise beginnt. Nachdem sie aufgebrochen waren, stieß die Mannschaft auf die ersten unbekannten Rätsel. Die Seereise versprach nicht einfach zu werden. Ihr Schiff manövrierte zwischen Riffen und nebligen Inseln, die in der nächtlichen Stille verborgen lagen. Jeder Tag brachte neue Herausforderungen, und die Karte mit ihren verschlungenen Symbolen wurde für sie zum Leitstern. Der Stern auf der Karte, der sich unter den anderen Symbolen abhob, zog immer mehr ihre Aufmerksamkeit auf sich, wie ein Magnet für ihre Blicke und Gedanken. Schließlich erreichten sie den Punkt auf der Karte, an dem sich ihrer Intuition nach etwas Bedeutendes verbergen musste. Als die Mannschaft an Land ging, eröffnete sich ihnen ein Anblick, den nur die Fantasie beschreiben konnte. Gewaltige Ruinen, fast vollständig von der Zeit und der Vegetation verschlungen. Mit Moos bedeckte Steinblöcke erzählten von einer Zivilisation, deren grundlegendes Wissen vielleicht im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen war. Nachdem sie ihr Lager aufgeschlagen hatten, begannen sie, die Ruinen zu erforschen, wo jeder Schritt zu einer Entdeckung führen konnte, die jahrhundertealte Mythen zerstreuen würde. Das erste Rätsel ihrer neuen Reise offenbarte sich ihnen. In einer der Mauern entdeckten sie eine Tür, die zwischen den Steinen verborgen war.
Dahinter öffnete sich ein tiefes, kühles Areal, ausgelegt mit kunstvoll gemeißelten Platten und bedeckt mit geheimnisvollen Inschriften, die wie Bilder aus einer alten Handschrift wirkten. Wie ein Labyrinth verbarg diese Struktur mehr in sich, als die örtlichen Legenden vermuten ließen. Mit jedem Schritt in die inneren Räume wurde ihnen klar, dass die einstigen Bewohner dieses Ortes mehr hinterlassen hatten als nur architektonische Elemente. Die Symbole an den Wänden, ähnlich denen, die sie zuvor entschlüsselt hatten, führten sie weiter in die Tiefe auf der Suche nach Antworten. Vor ihnen lagen Entdeckungen, die den Schleier über ein seit Jahrhunderten verborgenes Geheimnis lüften konnten. Nun blieb ihnen nur zu hoffen, dass ihre Bemühungen nicht vergeblich sein würden. Gespenster der Vergangenheit, unerwartete Hindernisse. Als sie weiter ins Inselinnere vordrangen, begannen die Helden eine seltsame Atmosphäre zu spüren, als würde die Zeit mit ihrer Wahrnehmung spielen. Sie bemerkten, dass jeder ihrer Schritte von seltsamen Geräuschen begleitet wurde, einem Echo, als käme es aus der Vergangenheit. Vor dem Hintergrund des Windflüsterns und dem Rascheln der Blätter waren deutlich undeutliche Stimmen zu hören, die sich durch den dichten Dschungel schlichen. Es schien, als wäre die sie umgebende Welt zum Leben erwacht, und das brachte das Team dazu, sich immer schneller und vorsichtiger zu bewegen. Auf ihrem Weg stießen sie auf steinerne Statuen, die mit Symbolen bedeckt waren, die eine zugleich faszinierende und herausfordernde Wirkung auf sie hatten. Es schien, als würden die Augen der Statuen jede ihrer Bewegungen beobachten und ihren Fortschritt verfolgen. Das war zugleich beängstigend und faszinierend, doch es gab keinen Zweifel. Sie waren auf dem richtigen Weg. Diese Statuen markierten eindeutig ein Gebiet, in dem einst bedeutende Ereignisse einer alten Zivilisation stattgefunden hatten, und sie konnten Hinweise für den weiteren Weg enthalten. Als sie weitergingen, entdeckten sie einen schmalen Durchgang, der in einen geheimnisvollen unterirdischen Raum führte. Drinnen herrschte Grabesstille, die nur von ihren Schritten unterbrochen wurde. An den Wänden fanden sie eingemeißelte Schriftzeichen und Abbildungen, die offenbar die Geschichte eines großen Ereignisses erzählten, das sich vor vielen Jahren zugetragen hatte. Unter den Zeichnungen hoben sich Szenen von Schlachten und geheimnisvolle Gestalten hervor, die etwas Wichtiges bewachten. Dieser Ort hatte offensichtlich einen historischen Wert, der Licht auf die Geheimnisse der Vergangenheit werfen konnte. Als sie sich weiter in den Raum vorwagten, wurde ihnen klar, dass dies nicht einfach ein Teil der Ruinen war, sondern möglicherweise ein Tempel oder Heiligtum, in dem Rituale abgehalten wurden. Auf dem Boden vor ihnen war eine Abbildung zu erkennen, die zwar fast von der Zeit ausgelöscht war, aber noch sichtbar blieb. Dies war das Schlüsselelement ihrer Suche, das die Karte und das Manuskript miteinander verband. In diesem Moment verstärkte sich jedes nervöse Gefühl. Sie erkannten, dass sie an der Schwelle zu einer Entdeckung standen, die ihr Leben verändern könnte. Doch was würde sie als nächstes erwarten? Waren es uralte Symbole, Warnungen oder eine Anleitung? Während sie den düsteren Gang entlang gingen, stieß das Team auf einen sorgfältig in Stein gemeißelten Altar. Daneben prangten uralte Symbole, die zufällig oder absichtlich einen Kreis bildeten. Diese Zeichen waren ihnen in ihren bisherigen Forschungen noch nie begegnet. Während sie über die Symbolik nachdachten, bemerkten sie bald, dass der Altar eine verborgene Nische hatte, die einen Hinweis auf ihr Rätsel enthalten könnte. Die Wände des Raumes, übersät mit bizarren Symbolen, schienen im Schein der Fackeln zum Leben zu erwachen und warfen unheimliche Schatten. Jeder Fund barg eine neue Warnung oder vielleicht eine Anleitung in sich. Es schien, als hielten diese Symbole den Schlüssel zu einer Tür, die zu etwas Bedeutenderem führte. Die Männer begannen, sie sorgfältig zu untersuchen und mit denen auf der Karte und dem Manuskript zu vergleichen. Bald stießen sie auf eine Abbildung, die an einen Sternhaufen erinnerte, den sie bereits in den Zeichnungen gesehen hatten, und setzten die Puzzleteile zusammen. Edgar, der etwas Vertrautes bemerkte, zeigte auf ein Element, das eine alte Prophezeiung symbolisierte, und vermutete, dass die Inschriften von einer Prüfung oder einem Ritual berichten könnten, das durchgeführt werden musste. Während sie jedes Zeichen sorgfältig untersuchten, begann das Team zu begreifen, dass sie vor einer schwierigen Entscheidung standen, sich der Prüfung zu stellen oder im Unwissen zu bleiben und womöglich die Chance zu verpassen, das Geheimnis zu lüften. Mit jedem Schritt beim Entziffern der Symbole kamen sie der Wahrheit näher. Die unbekannten Zeichen wurden zu einem Teil ihres Abenteuers, halfen ihnen und führten sie zugleich in die Irre. Doch nun wussten sie, dass der Schlüssel zur Lösung vielleicht bereits in ihren Händen lag, verborgen in unscheinbaren Elementen, die auf den ersten Blick nicht aufgefallen waren. Was hatte das Schicksal für sie auf der nächsten Etappe vorbereitet? Der letzte Schritt. Das Unbekannte am Horizont. Am Horizont, wo der Ozean mit dem Himmel verschmolz, wartete das letzte Rätsel auf seine Entschlüsseler. Das Team, das immer tiefer in das Herz des alten Komplexes vordrang, spürte eine wachsende Anspannung. Die alten Steinmauern verbargen Geheimnisse, die kurz davor waren, enthüllt zu werden. Sie traten auf eine Plattform hinaus, zu der ein gewundener Pfad führte, und sahen vor sich riesige Türen, bedeckt vom Staub der Jahrhunderte und geheimnisvollen Mustern, die sie von der Karte kannten.
Das waren genau die Türen, nach denen sie die ganze Zeit gesucht hatten. Sie sammelten all ihren Mut, traten näher heran und begannen, nachdem sie den Schließmechanismus sorgfältig untersucht hatten, ihn zu öffnen. Ein leises Knarren ertönte, als sie es schließlich schafften, die Türen zu bewegen, hinter denen sich die Pracht einer uralten Halle offenbarte, die den Blicken der Gegenwart verborgen geblieben war. Sonnenstrahlen, die durch Risse in den Wänden drangen, beleuchteten makellos erhaltene Artefakte und wiesen auf eine Epoche hin, in der dieser Saal seine Blütezeit erlebte. In der Mitte des Saals befand sich ein riesiger Foliant, dessen massiven Seiten mit alten Texten und Symbolen bedeckt waren. Dies war das Schlüsselelement ihrer Suche, das das gesamte Bild miteinander verband. Jeder Schritt in der Halle wurde von einem Echo begleitet, und jede Berührung verursachte eine Gänsehaut, ausgelöst durch das Bewusstsein der Bedeutung dieses Moments. Das Team, den Atem angehalten, begann mit dem Studium des Folianten und vertiefte sich in den Text, der möglicherweise ihr Verständnis der Geschichte für immer verändern konnte. Doch mit der Entdeckung des Folianten war ihr Abenteuer noch nicht zu Ende. Plötzlich war ein Flüstern in der Luft zu hören, das den Saal auf einmal erfüllte. Es war eine Vibration, die von den Wänden ausging, als würden uralte Geister die Eindringlinge begrüßen. Die Helden, sich bewusst, dass sie erst am Anfang großer Entdeckungen standen, verstanden. Jede Seite dieses Folianten konnte ihnen neue Horizonte eröffnen. Nun standen sie vor der Wahl, zurückzukehren und der Welt von ihrem Fund zu berichten oder weiterzugehen und tiefer zu forschen. In der Ferne, jenseits des Horizonts, lockten neue Rätsel, und die wichtigste Frage blieb offen. Was genau hatten sie gefunden? Die Lösung eines jahrhundertealten Geheimnisses oder den Beginn einer neuen Geschichte? Die Lösung eines jahrhundertealten Geheimnisses oder der Beginn einer neuen Geschichte? Das Echo der Schritte in der majestätischen Halle, in der die Texte der alten Meister auf den Seiten des Folianten zum Leben erwachten, verklang und hinterließ nur Stille, die allein vom Flackern der Fackeln durchbrochen wurde. Die Zeilen auf den Seiten, vom Zahn der Zeit zerkratzt, begannen sich zu etwas Bedeutenderem zu fügen als nur zu einer Ansammlung von Worten. Die Symbole, die sie schon zuvor gesehen hatten, gewannen plötzlich an Klarheit, als ob ein verborgenes Rätsel endlich begann, seine Früchte zu tragen. Das Team, vor Aufregung zitternd, vertiefte sich weiter in den Text und schlug Seite um Seite auf. Jedes gelesene Wort führte sie zu einer neuen Erkenntnis. Es stellte sich heraus, dass der Foliant nicht nur Teil eines geheimnisvollen Erbes war, sondern auch das Tagebuch einer längst verschwundenen Zivilisation, die einst hier florierte. Die Aufzeichnungen, die sich tatsächlich entschlüsseln ließen, berichteten von großen Entdeckungen, Eroberungen und von Wissen, das die heutigen Vorstellungen übertraf. Solche Entdeckungen erweiterten nicht nur den Horizont, sondern ließen auch darüber nachdenken, was in dieser verlorenen Welt noch verborgen sein könnte. Während sie sich weiter in den Inhalt vertieften, erfüllte ein leichter Luftzug den Raum, als wäre es ein unsichtiger Hauch der Vergangenheit. Die Zeit schien sich auf einen einzigen Moment zu verdichten, in dem sich ihnen eine in Jahrtausenden verlorene Geschichte offenbarte. Angesichts solch mächtiger Informationen wurde dem Team klar, dass ihre Reise gerade erst begann. Die geheimnisvollen Symbole, die zuvor unverständlich erschienen, eröffneten nun den Weg zu neuen Entdeckungen und Forschungen. Abschließend erkannten sie, dass dies nur der erste Schritt zu den größten Entdeckungen war. Der uralte Foliant ebenso wie die Karte führten sie zu einer verschlossenen Tür, hinter der neues Wissen und Geheimnisse verborgen lagen. Die Entdeckung war nicht einfach eine Lösung, sondern der Beginn einer neuen Geschichte, die vielleicht weitaus bedeutender war, als sie es sich je hätten vorstellen können. Nun eröffnete sich vor ihnen ein völlig neuer Horizont, voller unerwarteter Entdeckungen und Rätsel, die sie zu lösen hatten. Und bereits lag die Zukunft in ihren Händen, als engagierte Forscher, die sich nicht mit dem Erreichten zufrieden geben.